Hallo zusammen, herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um ein kleines Update-Projekt an meinem Simbrick. Ich hatte ja vor einiger Zeit mal ein kleines, grobes Video gemacht, wo ich das Simbrick ein bisschen vorgestellt habe. Ich habe da den RS1-Sitz von R-Seed und dann habe ich dort als Pedalerie die V3-Pedale von Fanatec. Und als Lenkrad habe ich die Wheelbase 2.5 von Fanatec mit so einem BMW-Lenkrad. Das seht ihr alles in dem anderen Video. Und heute möchte ich bei den Pedalen nochmal ein bisschen was umbauen. Und zwar gibt es sowohl für die Bremse als auch für das Gaspedal so ein Hydraulik-Kit. Das soll nochmal ein bisschen realistisches Pedalgefühl erzeugen. Mein aktuelles Setup sieht eben so aus, dass ich auch nur 2 Pedale nutze, da ich meistens im Schaltwippenmodus fahre, das heißt also Fahrzeuge, wo man keine Kupplung braucht. Und wenn man Kupplung braucht, also zum Beispiel zum Anfahren, nutze ich da das Autokupplungsfeature, sodass ich wirklich nur die Schaltpedals brauche, um die Gänge zu wechseln, plus eben Gas und Bremse. Deswegen habe ich mir meine V3-Pedale auch umkonfiguriert. Das heißt, ich habe hier ein anderes Layout. Normalerweise ist es so, dass das Standard-Layout eben ist Gaspedal, dann kommt das Bremspedal und außen kommt das Kupplungspedal. Und da ich, wie gesagt, das Kupplungspedal nicht nutze und mir Gas und Bremse zu nah beieinander war, wenn ich eben beidfüßig fahre, was ich eigentlich immer mache, habe ich das umgebaut. Man kann hier diese Schrauben lösen und dann die komplette das komplette Pedallayout ändern. Das sind hier solche Rohre und auf diesen Rohren sind Hohlrohre und so kann man die einzelnen Pedale da eben verschieben. Ich zeige das jetzt einmal kurz. So sieht das aktuell bei mir aus. Ich habe also jetzt hier ganz außen rechts habe ich mein Gaspedal, dann kommt das Kupplungspedal, was ich nicht nutze, deswegen habe ich jetzt hier auch gar keine Fußauflage montiert und hier außen ist jetzt mein Bremspedal, was ich auch bereits schon mal modifiziert habe. Wenn euch das interessiert, da gibt es ja solche Modifikationskits, wo ihr innen drin diese Polyurethan-Buchsen tauschen könnt, um hier ein anderes Bremsgefühl zu erzeugen für ein härteres oder weicheres Bremspedal. Sollte euch das interessieren, wie das geht, schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann mache ich da auch noch mal ein Video dazu, was ihr hier machen müsst, um diese Teile zu tauschen. Und heute geht es eben darum, man sieht hier und auch hier, also wie gesagt Bremse und Gaspedal, kann man noch Modifikationen anbringen und heute bringe ich eben hier diese Modifikation an am Gaspedal, um dort einfach ein anderes Gasgefühl zu bekommen. Momentan ist das sehr linear durch die Feder und auch relativ leicht und ich hoffe mir, dass durch diese Modifikation da einfach ein bisschen ein Gegendruck entsteht, so wie im echten Auto ist es ja auch so, dass da ein leichter Gegendruck ist, der auch teilweise eben in verschiedenen Stufen verläuft, dass man zum Beispiel für den Kickdown noch mal etwas mehr drücken muss als für das normale Vollgas geben. Das probiere ich jetzt heute einfach aus und dann geht es jetzt auch schon an die Montage. Was man dafür braucht, ist natürlich einmal das Kit selber. Das kommt hier in so einem relativ kleinen Karton. Wie gesagt, das ist auch kein großes Teil, das wird nur hier oben aufmontiert. Dann braucht ihr am besten einen Nusskasten mit verschiedenen Nüssen und Aufsätzen. Sowas irgendwie aus dem Baumarkt, weil wir ja die eine oder andere Schraube lösen müssen und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt packe ich einmal diese Erweiterung aus. Anleitungen dazu findet ihr natürlich auf der Fanatec Homepage. Manchmal liegen die auch noch den Paketen bei. Ich weiß nicht, wie es bei dem Kit jetzt ist. Das ist eben hier dieses Kit. Das ist dieser zusätzliche Arm, der wird unten am Pedal montiert. Oder sage ich mal am Pedalsockel und das kommt oben ans Pedal ran, also sprich hier kommt dieser untere Teil hin und hier oben bzw. hier unten, je nachdem was für ein Pedal ihr habt, bei der Bremse hier oben, beim Gas hier unten, wird dann dieser Arm hier eingeklickt. Ja, es ist ein Quick Start Guide dabei, wunderbar. Dann haben wir hier verschiedene Kleinteile, das ist zum Position ändern des Motors, denn wie man sehen kann, dieser Vibrationsmotor, der sitzt ja jetzt genau auf der Achse, wo später dieser Arm hin soll und dann würde der Motor das nicht so toll finden. Dann ist hier diese die Montageplatte, einige Schrauben mit Unterlegscheiben und natürlich der Arm selbst
Das Ganze kommt hier in so einer klassischen Schaumstoffpackung. Und so sieht dann dieser Hydraulikarm aus oder dieser Dämpfer. Ich nenne es jetzt mal Dämpfer. Letztendlich ist es einfach nur ein Dämpfer, den man eben in Sachen Zugfestigkeit oder Druckfestigkeit verändern kann. Und zwar kann man das machen, ähnlich wie zum Beispiel bei einem Gewindefahrwerk. Ihr habt hier unten eine Verstellschraube mit einer Skala. Der kleinste Wert ist sozusagen der schwächste und je höher ihr euch in der Skala bewegt, desto stärker wird der Gegendruck und ihr habt die Möglichkeit, dann diese entsprechende Position oder den entsprechenden Gegendruck für euch zu variieren und dann später auch zu fixieren hier über die Schraube, damit sich da nichts mehr verstellt. Und das merkt man also wirklich deutlich, wenn man hier jetzt die Vorspannung verändert von der Feder hier unten. Also ich bin jetzt gerade von 1 etwas nach oben gegangen. Das ist durchaus ein spürbarer Unterschied. Also ich bin jetzt von 1 auf 2,5 gegangen. Ich gehe nochmal zurück auf 1. Da geht das wirklich sehr locker. Und wenn ich jetzt nochmal auf 2,5 gehe, da muss ich wirklich deutlich mehr Kraft aufwenden. Das ist ziemlich cool. Das könnte auch für die Bremse ganz cool sein. Weil das vom Gefühl her, finde ich, fast besser ist als dieses extrem starke Bremsdruckgefühl, was man jetzt hier hat. Vielleicht rüste ich das dann auch irgendwann nochmal um. Jetzt gehe ich aber erstmal hier und stelle das mal auf 1. Das fand ich vom Gefühl her ganz angenehm. Vor allem ist es auch so, dass es gegen Ende wird der Druck etwas stärker. Ne? Also auch ähnlich wie es im Auto der Fall ist. Das ist jetzt die Montageplatte. Die gibt es eben in unterschiedlichen Bohrungen. Diese 3-Loch-Bohrung ist dann hier für das Bremspedal und die 4-Loch-Bohrung ist eben hier für das Gaspedal. Das erste, was ich mache, ist jetzt aber den Motor hier entfernen. Jetzt gehen wir her und lösen diese Schraube hier oben. Dafür müssen wir hier vorne von dem Pedal einmal den Kopf sichern. Das ist hier mit einem 4er mit einem 4er Sechskant. Und wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir einfach hier eine 10er Nuss, setzen die an und lösen den Motor. Dann schrauben wir das ab, lassen den Motor schon mal hier leicht herunter. Die Schraube lassen wir hier oben drin, weil die brauchen wir ja gleich wieder. Jetzt ist wichtig, da wir das ja jetzt nach oben montieren, müssen wir sicherstellen, dass das Kabel lang genug ist. Das ist in dem Fall gegeben. Das ist ein bisschen unter Spannung, aber das funktioniert. Und jetzt wird hier dieser Arm getauscht. Das heißt, wir entfernen den Motor aus der Halterung, indem wir den jetzt nach unten schieben. Die beste Möglichkeit, die ich jetzt gesehen habe, den Motor hier raus zu entfernen oder aus dieser Verankerung rauszulösen, ist, wenn wir den so ein bisschen nach schräg außen bewegen. Also der ist ja hier in dem Loch drin. Und da ist ja hier in dieser Einsparung ist diese Nase und sichert den. Und wenn wir den jetzt hier seitlich, diese Lasche ein bisschen nach oben ziehen und gleichzeitig den Motor über so eine Rotationsbewegung nach außen bewegen, in diese Richtung, also Lasche nach oben, Motor in diese Richtung, dann können wir den hier aus diesem Loch rausholen mit dem Stift und bekommen den aus dieser Klammer hier raus. Jetzt ist der schon mal frei. Dann gibt es ja diese neue Klammer. Und jetzt wird er in die neue Klammer eingesetzt. Und zwar in dieser Richtung. Schauen wir mal, ob wir das ähnlich hinbekommen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt ist der in dieser Klammer drin. Und jetzt soll der laut Anleitung so hier montiert werden. Das ist mit dem Kabel extrem eng. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also es funktioniert, aber da ist natürlich schon relativ viel Spannung drauf. Finde ich von der Lösung her nicht so toll, aber so steht es eben in der Anleitung. Das heißt,
dann machen wir das jetzt auch genauso. Jetzt nehmen wir wieder unsere Mutter, drehen die hier auf und kontern die gegen. Schauen wir, dass das noch ungefähr gerade ist. Okay. Ja, also ist es schon noch ein bisschen Spiel. Könnte ein bisschen mehr Kabel sein, aber funktioniert. So, damit haben wir sozusagen schon den ersten Schritt erledigt und haben den Motor umpositioniert. Der zweite Schritt passiert jetzt hier unten am Fuß des Pedals. Also ich nenne es jetzt mal Pedalsockel. Hier wird jetzt die Halterung angebracht für unseren zusätzlichen hydraulischen Einstellarm. Und dafür verwenden wir die entsprechenden Schrauben, die mit dabei waren, mit den Unterlegscheiben. Gott sei Dank sind hier schon Gewinde vorhanden und wir müssen nichts gegenkontern. Hier wird jetzt immer eine Unterlegscheibe und eine Schraube verwendet. Ich hoffe mal, dass das auch wieder eine 4er Sechskant ist. Dann kann ich das gleiche Werkzeug verwenden. Ja, das sieht gut aus. 4er Sechskant. Jetzt mache ich erstmal nur über Kreuz und auch nur so lose, bis alle sitzen und dann ziehe ich fest. Ich positioniere nochmal die Kamera um, damit ihr das besser sehen könnt. So, jetzt könnt ihr das besser sehen. Und jetzt schraube ich die einfach nur fest, auch nur handfest, nicht megamäßig fest. So, und damit haben wir das auch. Wir haben also unseren Grundarm jetzt schon montiert. Und das nächste, was wir jetzt noch machen müssen, ist dann unseren Hydraulikarm einklemmen oder einsetzen. Der Hydraulikarm kommt dann hier an das Gaspedal. Und zwar bei dem Gaspedal ist es so, dass wir den an der unteren Position befestigen. Also hier. Müssen wir mal schauen, wie das mit dem Kabel hier funktioniert, weil dann entsteht natürlich doch wieder ein bisschen mehr Spannung. Aber das geht, wir können das Kabel hier über den Arm führen und dann klappt das auch. Sehr gut. Um den Arm hier zu sichern, ich zoome mal ein bisschen näher ran. Ich mache nochmal von der Seite, dass man das besser sehen kann. Und jetzt sieht man hier, an dem unteren Loch müssen wir den Arm jetzt befestigen. Und der hat ja bereits auch schon so eine Hülse, durch die dann ein entsprechender Splint laufen kann, ähnlich wie es hier unten ist. Gibt es hier auch so einen Splint, um das Ganze eben zu sichern. Also ich habe jetzt nochmal geschaut, also Splint gibt es nicht, sondern ich zeige das auch nochmal hier. Wir haben hier in dieser Leerhülse, wo ich eigentlich dachte, das sei eben nur eine Leerhülse, haben wir ein Gewinde. Man kann das hier so ein bisschen erkennen. Versuche das mal scharf zu bekommen. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen, dass sich da ein Gewinde drin befindet. Und dafür nutzen wir auch wieder die gleichen Schrauben, wie wir sie an der Grundplatte verwendet haben, um das dann eben zu befestigen. Das mache ich jetzt hier einmal ganz grob auf beiden Seiten.
Genau, jetzt ist das sozusagen schon mal in Position und fest. Und jetzt müssen wir die Länge des Hydraulikarms einstellen. Und jetzt haben wir, wenn wir das einfach ein bisschen komprimieren, man kann das hier also scheinbar gar nicht wirklich drehen, obwohl das so aussieht, als ob das ein Gewinde ist. Also das Einzige, was uns übrig bleibt, ist eben zu komprimieren und eine Vorspannung zu erzeugen. Und dann nutzen wir diese kleinen Plastikhülsen, die hier mit dabei waren. Und die setzen wir jetzt hier ein. Dadurch haben wir eine Zentrierung für die dann mitgelieferten kleineren Schrauben, um die da einsetzen zu können. Jetzt ist es aber so, dass ich die natürlich falsch rum eingesetzt habe. Und zwar haben die hier in der Mitte eine Aussparung und diese Aussparung muss nach außen zeigen, damit die Schraube nach innen verschwinden kann. Oder damit die Schraube sich einfach irgendwo in eurem Zimmer verteilen kann. Das ist natürlich auch eine super Option. Funktioniert sogar mehrfach. Oh Mann. Okay, das ist echt blöd, weil man halt nichts sieht. Jetzt hole ich mir mal einen Imbusschlüssel. Den ich. Ja, wobei ich glaube, ich habe es sogar. Super. 3-mal. Mal schauen, wie oft ich das noch schaffe. Okay, ich habe sogar einen passenden Aufsatz ohne Imbus. Oh ja. Man hätte hier ja auch einfach schon so einen Anschlag vorsehen können. Aber nein. Man muss den Nutzer ja ein bisschen quälen. Okay. Die Position habe ich schon mal grob gefunden. Jetzt muss ich nur die andere Schraube wieder versuchen. So, die Schraube habe ich auch. Jetzt packe ich das nochmal hier beispielhaft. Hier ist diese Hülse mit der Aussparung in der Mitte, in die dann diese Schraube kommt. Die versenkt dann da drin oder versinkt da drin, dass sie im Plan aufliegt und kann dann genutzt werden, um das zu montieren. Dann auch hier wieder handfest. Da mache ich jetzt auch nicht super fest, sondern nur handfest. Okay. Jetzt können wir das Pedalgefühl einmal testen. Wichtig, wie gesagt, hier ist ja innen drin diese Hülse gewesen und diese Hülse hat so eine Abschrägung und da führe ich jetzt das Kabel durch. Ich zeige das euch einmal. Ich zoome mal noch ein bisschen näher ran. Ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen erkennen. Hier ist ja in der Mitte so eine Mulde, so eine Einbuchtung und rechts und links ein bisschen angeschrägt. Ja, jetzt sieht man das schön scharf und da kann dann das Kabel eben durchlaufen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht super lose, aber es steht auch nicht komplett unter Spannung und so ist sozusagen das Grundprinzip. Und jetzt geht es an die Feinjustage. Also ich habe ja vorher gesagt, hier ist ein Gewinde angedeutet, das konnte ich vorher nicht bewegen, weil ich diese beiden Arretierungsschrauben noch nicht gelöst hatte. Und jetzt müssen wir die eben lösen und dann über dieses Gewinde den Stift entweder näher zum Pedal führen oder weiter vom Pedal weg, je nachdem, wie weit sozusagen der Pedalweg hier ist. Weil wenn wir jetzt einmal schauen, ich komprimiere das Pedal und ich stoße jetzt hier oben bei meiner neuen Zusatzfeder an, bevor ich überhaupt den kompletten Pedalweg erreicht habe. Das heißt, dieses Gewinde ist zu weit in Richtung Pedal und wir müssen die Schrauben lösen und das Ganze ein bisschen nach hinten versetzen. Hier brauche ich jetzt einen Imbus, da passt mein kleiner nicht. Das heißt, ihr solltet also auch einen kleinen Satz Imbusschlüssel zur Hand haben, um dann da den entsprechenden passenden Imbus zu wählen. Jetzt öffne ich das einfach mal ein paar Umdrehungen, nicht sonderlich viele.
Und jetzt müsste ich sozusagen hier, jawohl, jetzt sieht man das wunderschön. Ich kann das jetzt also hier in der Länge variieren, wenn wir hier oben hinschauen. Der Abstand zwischen unserem Anschlagpunkt hier oben am Pedal und unserem Gewindestück wird also immer größer. Wir gewinnen also immer mehr Weg. Hier hinten wird das immer länger. Wenn ich jetzt nochmal komprimiere. Und jetzt sehen wir, also ich sehe es, ich weiß nicht, ob es ihr schon seht, ich werde es gleich nochmal umpositionieren mit der Kamera. Jetzt habe ich bereits genug Freigängigkeit. Das Einzige, was stört, ist hier mein Motor. Das heißt, ich bin wieder an einem Anschlag, aber nicht an einem Anschlag, wo ich gerne sein möchte, denn mein Motor berührt. Das heißt, ich drehe es nochmal ein bisschen raus. Nee, es bleibt dabei, es stößt immer an den Motor an. Immer noch. Das ist jetzt natürlich ungeschickt, dass trotz dieser tollen Verlängerung der Motor immer noch im Weg ist. Okay, das heißt, ich muss den Motor doch nochmal umpositionieren. So, ich habe den Motor jetzt nochmal umpositioniert. Der Trick dabei ist, der hat ein, ja, wie soll ich sagen, so ein kleines Langloch, nenne ich das jetzt mal. Ich zeige das mal bei dem anderen Halter, bei dem Originalhalter. Das ist die Schraube, die verwendet wird, oder das Loch, in das die Schraube kommt, die hier oben sitzt, die den Motor hält. Und wie wir sehen können, ist das Loch ja relativ groß. Und der Trick dabei ist jetzt eben, wenn wir diesen Halter sehen, dass wir den sozusagen mit der Schraube nicht hier unten am Anschlag befestigen, sondern hier. Das heißt, wir ziehen den nach oben und schrauben dann fest, gewinnen hier also nochmal ein bisschen Höhe. Und wenn wir jetzt mal hingucken auf diesen Sockel und auf die Spitze des Motors, wenn ich das Pedal komplett komprimiere, dann ist hier tatsächlich ein bisschen Platz. Es ist nicht viel, aber es funktioniert. Und was jetzt in der Anleitung steht, dass man eben jetzt, wenn das Pedal freigängig ist, nochmal 180 Grad gegendreht. Dass es eben wirklich hier an dem Gewinde stoppt. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Damit sichergestellt ist, dass der Motor hier nicht doch kaputt gedrückt wird. Ich vergleiche jetzt mal das Gefühl. Wobei ich sagen muss, ich finde das Gefühl, wenn der nicht komplett aufsitzt, angenehmer. Das heißt, ich drehe den mal zu. Jetzt bin ich auf Anschlag. Und jetzt drehe ich noch mal ein bisschen zurück, um Luft zu bekommen. Und so ist ja auch sichergestellt, dass der da nicht voll anschlägt. Und jetzt fixieren wir wieder die beiden Schrauben hier oben. Dafür positioniere ich die Kamera noch mal um. Jetzt haben wir das also alles eingestellt und jetzt fixiere ich die Schrauben wieder, sodass sich die Länge nicht mehr verstellen lässt. Auch das nur handfest. Jetzt kontrolliere ich nochmal, lässt sich nicht mehr verstellen, ist fest, wunderbar. Und jetzt geht es um die Einstellung der Stärke hier hinten. Wir haben ja hier unseren Indikator. Wie gesagt, ich probiere jetzt mal mit Stufe 2 aus. Sehr weich. Das ist fast schon ein bisschen zu stark. Ja, ich glaube, Stufe 2 war eigentlich am angenehmsten, hätte ich gesagt. Ja, ich lasse es erstmal auf Stufe 2. Das kann man ja dann immer noch mal wieder neu justieren. Da ich das ja jetzt hier noch ein paar Mal wahrscheinlich verstellen werde, um für mich den optimalen Gegendruckpunkt zu entdecken oder zu erfüllen, werde ich das Ganze jetzt erstmal noch nicht arretieren, sondern mal noch lose lassen, sodass ich das immer wieder leicht einstellen kann. Was man auf jeden Fall sagen kann, der Druckpunkt ist jetzt deutlich angenehmer. Es ist nicht mehr so linear. Der Druckpunkt ist leicht unterschiedlich, je nach Pedalweg.
Und hier drüben auf der Bremse, wie gesagt, da ist es ja so, kann man mit der Hand fast gar nicht betätigen. Ich habe hier relativ starke Polyurethan-Kits reingemacht. Wenn euch das interessiert, gerne in die Kommentare schreiben, dann zeige ich euch auch noch, wie ihr hier die Polyurethan-Kits wechselt, um dort eben auch die Stärke des Bremspedals verstellen zu können. Ich hoffe, das war hilfreich und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!